Hallo meine lieben Parfümfreunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, wenn ihr dieses Video seht, dann hat es geklappt. Ich bin im Urlaub und teste fleißig Parfums für euch. Wir sind hier in Italien und ich habe lauter Proben mitgenommen, die irgendwie was mit Italien zu tun haben. Entweder sind es italienische Firmen oder ja, ein italienischer Parfumname oder italienische Inhaltsstoffe. Ich zeige euch jetzt zuallererst erstmal, wie ich die Proben alle abgefüllt habe und ja, aus diesem Urlaub kommen dann ja, so 2 bis 3 Videos. Hier stehen jetzt auch schon die großen Düfte oder die großen Flakons, die ich jetzt alle für den Urlaub abfüllen und mitnehmen werde. Alle Düfte haben thematisch so, ja, mehr oder weniger etwas mit Italien zu tun. Wir fahren nach Italien. Entweder ist es eine italienische Marke oder die Inhaltsstoffe sind italienisch. Oder der Duft hat vom Namen her etwas mit Italien zu tun. Und einmal dabei haben wir natürlich einen meiner Lieblingsdüfte von Dolce & Gabbana, den wunderschönen Pineapple aus der Fruit Collection. Dann haben wir einen Klassiker, Laura Biagiotti Laura von Borghese Il Baccio, das ist die Parfumkonzentration. Einen, ja, leider eingestellten Duft Gucci Eau de Parfum. Nochmal Dolce & Gabbana Light Blue Love is Love, meinen liebsten Flanker. Und von einer französischen Marke, aber A Girl in Capri, passt einfach auch, wie ich finde, nach Italien. Ja. Und für meinen Freund fülle ich noch diesen hier ab. Der hat jetzt thematisch nicht so viel mit Italien zu tun, aber es ist ein wunderschöner Sommerduft. Und jetzt zeige ich euch noch die Proben, beziehungsweise haben wir hier einmal Aqua Allegoria Neroli Vetiver von Gela. Kam heute an, habe ich mich total gefreut, dass sie mir immer mal Gratisproben senden. Bottega Veneta Not, der war auch schon mit in meinem letzten Urlaub. Ich habe ihn nicht aufgebraucht, das will ich jetzt machen. Dann nochmal Laura Biagiotti, Roma Passione. Ah, hier ist gar kein Bild drin. Dann Emporio Armani Because It's You. Ich hatte ihn mal getestet. Und Anna Jacke nehme ich noch für meinen Freund mit. Und ich habe folgende Proben, die aber hier in den Röhrchen bleiben dürfen. Einmal Light Blue Sun. Dann von Dua Fragrances, bin ich schon ganz gespannt drauf, Vanilla Lemon Gelato. Einige davon hatte ich schon mal getestet und sie für gut befunden. Ja, Light Blue Italian Zest, das ist dann auch der letzte aus der Light Blue Serie. Dann Obel von Azzaro. Dann haben wir hier, das ist schon abgefüllt in das kleine Röhrchen, von Bulgari Parfum. Dann haben wir, oh ja, Xerjoff Golden Dollar Coffee Break. Einmal Gritti Pomelo Sorrento. An den kann ich mich erinnern, dass ich ihn sehr gerne mochte. Bin ich jetzt gespannt, wie er sich im Urlaub, bei Sommerurlaub und Sommersonne, beziehungsweise Septembersonne in Italien so verhält. Dann Arte Profumi mit Harem Soirée. Wir haben einmal Roberto Cavalli Gemma di Paradiso. Dolce & Gabbana Parfum, den mochte ich ganz gerne. Und hier muss ich gucken, ob der überhaupt noch gut ist. Von Moschino, Cheap and Chic, I Love Love. Und ich habe noch ein großes Glas mit Abfüllungen und größeren Proben, die ich alle gleich zusammen hier rein umfüllen werde mit euch. Weil ich einfach, ja, wir machen so ein bisschen Roadtrip. Und da will ich nicht unbedingt, dass am Ende alle meine schönen Proben kaputt sind. Mit kommt von Mask Rayflexion. Den fand ich sehr schön. Dann eine Probe, die ich relativ neu habe. Von Tiziana Terenzi, die darf natürlich auch nicht fehlen, diese Marke. Orsa. Wir haben nochmal Mask mit Dolce Aqua.
ja, den wundervollen Lemon, auch aus der Fruit Collection. Und, um sie komplett zu machen, Orange aus der Fruit Collection oder Orange. Der ist doppelt Nerullia Vetiver, den kann ich jetzt aussortieren. Ich habe ja heute eine Probe bekommen. Von Prada Les Infusions de Rose. Habe ich auch schon mal angetestet, fand ihn sehr schön. Valentino Donna Born in Roma. Hier seht ihr den kleinen Flakon. Sehr süß gemacht, die Abfüllung. Von D-Squared Want Pink Ginger. Irgendwie kann man es nicht so ganz gut hier drauf lesen. Vertraut mir einfach, dass es draufsteht. Und da wir auch sehr wahrscheinlich nach Florenz fahren, Baiser de Florence von LRK Parfums. So, und jetzt füllen wir die alle zusammen ab. So, ich weiß, das ist jetzt nicht ganz so sexy. Aber da ich keine Lust habe, nach 30 verschiedenen Düften gleich zu riechen, gibt es das Ganze mit Handschuhen. Ich fülle jetzt zuerst die Düfte aus den großen Flakons in die Probenzerstäuber aus Plastik um. Also erstmal den Sprühkopf mit der Kappe vom Röhrchen entfernen, den Flakon ansetzen und sprühen, bis so etwa 1 Milliliter erreicht ist. Das reicht mir vom Volumen her auf jeden Fall aus zum Tragen und Testen. Die Röhrchen, die ich hier nutze, haben ein Gesamtvolumen von 3 Milliliter und diese haben eben eine weite Öffnung, sodass man die Düfte ganz einfach hineinsprühen kann. So, das reicht mir. Anschließend den Sprühkopf mit Kappe wieder aufsetzen. Einmal Klick. Dann die Kappe abnehmen und einmal sprühen. Das mache ich zum Druckausgleich, damit sich etwas Flüssigkeit ins Steigröhrchen zieht. Kappe wieder drauf, Röhrchen wegstellen und den Sprühkopf vom großen Flakon nochmal abtupfen. Und weiter geht's mit den restlichen Flakons. Vom Pink Ginger habe ich so eine Mini-Größe, die sich auch nicht aufschrauben lässt. Also nochmal das gleiche, Sprühkopf vom Röhrchen entfernen, ansetzen und bis etwa 1 Milliliter sprühen. Na, ein bisschen muss noch rein. So, dann den Sprühkopf wieder aufsetzen, Kappe ab, einmal sprühen zum Druckausgleich. Weiter geht's mit dem 4711 Duft, von dem mache ich direkt 2 Proben. Der Flakon hat jetzt den Vorteil, dass man den Sprühkopf ganz einfach abschrauben kann. Ja, erstmal ein bisschen Platz hier auf meinem Probengestell machen. Dann den Sprühkopf abschrauben. Ich lagere die abgeschraubten Zerstäuber immer kopfüber, damit es da keine Kontamination gibt. Dann benutze ich Einweg-Transferpipetten. Genau, diese hier. Ich drehe die Flasche mir jetzt so hin, dass ich den Füllstand gut sehen kann. Drücke oben die Pipette einmal zusammen, tauche in die Flüssigkeit, lasse wieder los. Dann saugt sich etwas Flüssigkeit ein, die ich dann ins Röhrchen überführe. Dazu die Pipette oben an die Gefäßwand halten und wieder zusammendrücken, bis die komplette Flüssigkeit abgegeben ist. Und das Ganze eben so lange wiederholen, bis man das gewünschte Volumen erreicht hat. Und anschließend, ihr kennt das schon, den Sprühkopf drauf, Kappe ab und nochmal sprühen. Und weiter geht's mit dem zweiten Röhrchen.
Jetzt kümmere ich mich um die Glasfiolen. Diese haben für mich den entscheidenden Vorteil, dass die Düfte darin sehr viel länger halten, weil Glas zum einen ein inertes Material ist, also keine oder kaum Verbindungen mit anderen Chemikalien eingeht, im Gegensatz zu Plastik eben, und auch, weil diese dichter abschließen, da sie keinen Sprühkopf haben und somit keinen Alkohol verdampfen kann. Die Proben, die ich aufteilen will, werden jetzt erstmal vom Klebeband befreit. Das geht, ja, ohne den Handschuh natürlich besser. So, ab mit dem Zeug. Ist natürlich besser, die großen Proben mit dem Klebeband dauerhaft zu sichern, aber ja, zum Aufschrauben ist es dann eben nicht so praktisch. Handschuh wieder anziehen. Arbeitssicherheit geht ja natürlich vor. Und dann auch hier den Sprühkopf abschrauben und umgekehrt lagern. Ich nehme jetzt vor dem Pipettieren beide Röhrchen in dieselbe Hand, weil es für mich ja so einfacher ist. Und dann, wie gehabt, die gewünschte Flüssigkeitsmenge von dem einen Röhrchen in das andere pipettieren. So, ein bisschen muss noch rein. Genau, Pipette weg. Ich sichere anschließend zuerst die große Probe, also schraube den Sprühkopf wieder auf und verschließe dann die Glasfiole. Und falls ihr euch gefragt habt, ja, Liquid Handling war ein wichtiger Teil meiner Ausbildung. Die ist aber schon ein bisschen länger her. Und hier seht ihr jetzt nochmal den kompletten Arbeitsplatz, die benutzten Pipetten und die frischen. Und hier sind jetzt nochmal alle Proben, die ich mitnehme, die Originalproben, die schon vorher abgefüllten Proben und meine gerade eben abgefüllten Proben. Ich werde jetzt nochmal alle so grob sortieren in ja, Tages- und Abenddüfte. Das heißt, für 15 Tage bin ich auf jeden Fall parfumtechnisch versorgt, weil ich ja immer ganz gerne auch 2 Düfte pro Tag trage. Und es ging sogar ja fast auf. Ich habe jetzt ein paar Düfte, die ich aber auch mir vorgestellt hätte können, dass man sie am Tag tragen kann, habe ich jetzt in den Abendbeutel reingepackt. Und das hier sind die ganzen Tagesdüfte. Und dann mal schauen, ob ich jeden Tag einen ziehe oder ob ich meinen Freund entscheiden lasse oder ob ich meine Nase, meine Lust und meine Laune entscheiden lasse. Aber ich habe vor, sie tatsächlich alle mal zu testen und zu tragen. Ein paar kenne ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ich kann mich nicht mehr so wirklich an den Test erinnern. Aber das macht die Sache ja umso spannender. Und kleiner Spoiler vorweg, ich habe tatsächlich alle bis auf einen im Urlaub getragen. So meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Als nächstes kommt dann mein Sprühtagebuch aus der ersten Urlaubswoche und ich würde mich freuen, wenn ihr auch hier wieder mit dabei seid. Bis bald und bleibt gesund!